Wir sind die friedlichen Schausteller. Wir machen Freizeit zum Vergnügen und wir wollen Spaß und Freude bereiten. Eine Kirmes ist zum Feiern da und nicht um politische Aktionen auf ihr durchzuführen. Ein Kirmesplatz ist kein Reichsparteitagsgelände. Und nun noch einmal zum Hintergrund. Wir demonstrieren natürlich nicht hier gegen diese kleine Splittergruppe, sondern wir wollen Aufmerksamkeit erregen bei Politik und Verwaltung und Verwaltungsgericht. Es ist ein Irrsinn, dass ein Verwaltungsgerichtshof in einem Urteil zur Zulassung der Demonstration auf dem Kirmesplatz das sogenannte Fraport-Urteil heranzieht. Das Fraport-Urteil ist entstanden, weil auf dem Frankfurter Flughafen 120 Lufthansa-Piloten für ein höheres Gehalt streiten wollten. Der Frankfurter Flughafen als Konzern hat gesagt, nicht im Flughafengebäude, nur vor der Tür. Daraufhin hat das Gericht festgestellt, der Flughafen gehört dem Land. Somit ist auch die Halle eine öffentlich-rechtliche Fläche und die Piloten dürfen auch in die Halle. Aber der Richter hat dort auch gesagt, der Flugbetrieb darf nicht behindert werden. Der Frankfurter Flughafen hat 20 Quadratkilometer. 20 Quadratkilometer. Und wenn nun ein Verwaltungsrichter einen 20 Quadratkilometer großen Flughafen als zweitgrößten Stadtteil der Stadt Frankfurt am Main mit einer 12 Meter großen Kirmesbude, ich sage das bewusst so, mit einem 12 Meter großen Schaustellergeschäft vergleicht, dann ist irgendetwas falsch in diesem Staate bei der Rechtsfindung. Wir gehen also heute auf die Straße in der Hoffnung, dass so ein Verwaltungsrichter in Düsseldorf vielleicht auch mal morgen in die Zeitung schaut und darüber nachdenkt, ob das wirklich das richtige Urteil ist, so einen Großkonzern wie den Frankfurter Flughafen mit einer einzelnen Schaustellerfamilie gleichzusetzen. Wir sind zu 98% Familienunternehmen, Kleinunternehmen. Ich weiß, dass in einigen Familien die Kollegen nur heute sind, weil die 85-jährige Mutter gesagt hat, ich gehe heute noch einmal an die Kasse, damit du nach Krefeld fahren kannst. Das müssen wir den politischen Entscheidern, den Personen, den Richtern beim Verwaltungsgericht vor Augen führen. Unser Protest geht aber auch gegen die Stadtverwaltung Krefeld. Denn in allen anderen Städten in Nordrhein-Westfalen üben die Stadtverwaltungen ihr Hausrecht aus und sagen, aus Sicherheitsgründen gibt es Demonstrationen nur vor dem Kirmeseingang. Wir wollen keine politische Demonstration auf dem Kirmesplatz, denn da sollen die Familien Spaß und Freude haben. Und auch geht diese Demonstration deswegen an die Adresse des Oberbürgermeisters der Stadt Krefeld, der sich Gedanken darüber machen muss, was in der Zukunft passiert, wenn vielleicht 10 Organisationen eine Demonstration anmelden. So haben wir dann wirklich 10 Demonstranten, Hundertschaften Polizei auf dem Kirmesplatz, dann wird sich dort kein Karussell mehr drehen und es wird kein Kinderlachen mehr geben. Also, Proteste in der Privatsphäre eines Politikers sind nicht in Ordnung. Das ist Einschüchterung und hat mit Demokratie nichts zu tun. Und nun frage ich Sie, was passiert heute Nachmittag? Das ist Einschüchterung und hat mit Demokratie nichts zu tun. 200 Meter weiter hätte man genauso protestieren können, wäre genauso gehört worden und hätte aber den Ablauf der Kirmes, insbesondere dieser Reitbahn, nicht geschädigt. Und es werden in meinen Augen an dieser Stelle Grenzen überschritten.
Jeder Deutsche soll für sich selber entscheiden können, was er in seiner Freizeit tut und lässt. Seit 2 Jahren werden wir Schausteller von einer geringen Handvoll von fanatischen Aktivisten an der freien Berufsausübung gehindert. Ein Kirmesplatz ist kein Reichsparteitagsgelände, auf dem politische Propaganda betrieben werden soll. Eine Kirmes ist zum Feiern da. Wir wollen Spaß und Freude. Wir Schausteller machen Freizeit zum Vergnügen. Herr Oberbürgermeister, nehmen Sie endlich Ihr Hausrecht in Anspruch und unterbinden Sie politische Propaganda während einer laufenden Kirmes auf dem Strötenparkplatz. Auf der Kirmes soll gefeiert werden, auf der Kirmes soll Spaß und Freude sein, aber keine politische Propaganda einer kleinen fanatischen Gruppe. Wir Schausteller machen Freizeit zum Vergnügen. Liebe Bürgerinnen und Bürger, unterstützen Sie uns in der Forderung nach einer politisch freien Kirmeszone. Nur Spaß und Freude auf der Kirmes. Thank you.